Hochzeitstorte oder wie eine Geburtstagstorte für mich. So. Oh mein Gott, Baby. Oh mein Gott, was ist das? Servus Leute, ich bin's Kanotano und heute ist ja Bayram und anlässlich dieses Festes möchte ich allen meinen muslimischen Glaubensbrüdern alles Frohe wünschen, habt viel Spaß und ganz besonders wegen diesem Fest haben wir heute uns was ganz Besonderes überlegt. Wir werden einen Lahmacun-Turm aufbauen. Eigentlich die Übersetzung auf Türkisch ist Yağlama, aber weil wir keine deutsche passende Übersetzung gefunden haben, habe ich es jetzt einfach mal als Lahmacun-Turm getauft. Schauen wir an, was da alles reinkommt. Kommt mit! Wie ihr sicherlich wisst, besteht ja ein Lahmacun aus einem Teiganteil und einem Hackfleischanteil. Für den Teiganteil brauchen wir 500 Gramm Weizenmehl, 10 Gramm Zucker, 10 Gramm Salz, eine Packung Trockenhefe, 50 Milliliter Sonnenblumenöl, 100 Milliliter lauwarme Milch und dann nochmal 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Für die Hackfleischfüllung selber brauchen wir dann 500 Gramm Hackfleisch, 2 grüne Paprika, 2 Spitzpaprika, 2 mittelgroße Zwiebeln. Als Gewürz für die Hackfleischfüllung bräuchten wir 10 Gramm Salz, 5 Gramm rote Paprika, 3 Gramm Kumin und 5 Gramm Pfeffer. Damit die Soße auch richtig wässrig wird, brauchen wir noch eine Packung 400 Gramm Tomaten gehackt, dann nochmal 500 Gramm passierte Tomaten, 50 Milliliter Sonnenblumenöl und 30 Gramm Tomatenmark. Für den Teig tun wir alle Flüssigkeiten erstmal zusammenmischen. Zuerst kommt die Milch, dann das Sonnenblumenöl, anschließend die 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Anschließend werden wir die 10 Gramm Zucker, 10 Gramm Salz und eine Packung Trockenhefe dazugeben und erstmal zusammenrühren. Anschließend tun wir unsere 500 Gramm Weizenmehl da rein. Upsala. Und heute mache ich mir das Leben wieder ein bisschen einfacher und benutze die Teigmaschine. Jetzt haben wir unsere Maschine aufgebaut. Wir schließen das jetzt einfach mal und lassen uns mal starten. Das wird jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten lang brauchen. Wir sehen uns gleich. Der Teig ist jetzt soweit. Wir schauen uns das jetzt mal an. So, wie ihr seht, der sieht super aus. Und das Wichtigste ist, das darf halt nicht mehr an den Fingern kleben bleiben und dann ist der Teig eigentlich schon fast fertig. Ich nehme es noch einmal ganz kurz raus, damit ihr seht, wie das jetzt aussehen muss. So, ja, der sieht super aus. Sehr flauschig. So, wie ihr seht. Ah, jetzt bin ich glücklich. So, wir werden es jetzt nochmal hier in die Schale reinwerfen. Genau, wir werden jetzt nochmal Frischhaltefolie drauflegen und das für eine halbe Stunde ruhen lassen. So, die Frischhaltefolie ist jetzt drauf. Wir stellen das jetzt einfach mal für eine halbe Stunde hin und währenddessen gehen wir rüber und machen das Hackfleisch. Kommt mit! Jetzt haben wir hier unsere Keramikpfanne. Wir werden das jetzt auf vollster Stufe erhitzen. Bei mir geht es bis 9. Und wir können schon mal gleich das Sonnenblumenöl dazugeben. Ich gebe euch jetzt einen Tipp, wie ihr überprüfen könnt, ob das schon warm genug ist. Ich nehme mir so ein kleines bisschen Hackfleisch rein und schmeiß mal rein. Und sobald es anfängt zu brutzeln, werden wir den ganzen Rest da reinwerfen. Jetzt, ihr seht schon die kleinen Bläschen. Jetzt können wir unser Hackfleisch 500 Gramm in die Pfanne werfen. Anschließend zerkleinern wir gleich die Hackfleischmasse. Wir sehen gerade, dass das Hackfleisch die Flüssigkeit verliert. Und sobald die Flüssigkeit vom Fleisch weg ist, werden wir unsere Zwiebeln dazugeben. So, jetzt ist die Flüssigkeit fast weg und jetzt werden wir unsere 2 mittelgroßen Zwiebeln dazugeben. Sobald unsere Zwiebelstücke etwas glasiger aussehen, so wie jetzt hier ungefähr, können wir auch die Paprika und die Spitzpaprika dazugeben. Jetzt könnt ihr schon auch mit der Temperatur runtergehen, ich gehe runter auf 6. Nachdem alles richtig schön verteilt worden ist, können wir unsere Gewürze dazugeben. Und jetzt ordentlich noch einmal durchmischen. Dazu gebe ich jetzt nochmal das Tomatenmark dazu. So, jetzt haben wir alles schön vermischt. Jetzt können wir erstmal die gehackten Tomaten dazugeben. Das waren jetzt 400 Gramm. Und anschließend können wir die passierten Tomaten dazugeben. Das sind 500 Gramm. Wir werden das jetzt für 40 Minuten lang auf der Stufe 3 köcheln lassen und währenddessen gehen wir mal wieder rüber zu den Teiglingen. Die halbe Stunde ist jetzt um. Wir werden jetzt mal schauen, wie der Teig aussieht. Magst du mal näher kommen? So, ihr seht, dass es viel größer geworden ist. Wir brauchen jetzt 10 gleich große Stücke. Das mache ich jetzt mal ganz schnell für euch. Jetzt haben wir 10 Teiglinge. Die packe ich jetzt mal schnell weg.
Dann nehmen wir uns etwas Mehl. So. Dann nehmen wir uns unsere Kugel und machen das in eine Tellerform. So Leute, unser erster Lahmacun ist jetzt fertig. Den tun wir jetzt einfach mal hier hin. Und jetzt nehmen wir schon mal den nächsten. Dazu tun wir auch mal ein bisschen wieder Mehl drauf. Nehmen das und öffnen den Teigling. Jetzt kommen wir zu der Spezialität. Wir werden jetzt erstmal wieder rüber zum Herd laufen. Kommt mit. Unsere Soße ist fast fertig. Magst du mal das näher zeigen, Bibi? Das sieht jetzt ungefähr so aus. Wir werden das jetzt noch mal ganz kurz erhitzen, hier auf dieser Seite. Jetzt nehmen wir uns eine neue Pfanne, legen es auf einen großen Herd und erhitzen das auf der Stufe 6 und 7, bis es etwas warm wird. Da ist es bei mir der da. Und das legen wir dann einfach mal hier so aus. Passt auf, damit es nicht überlappt. So wie eigentlich ein Pancake, nur ohne Öl und gar nichts. Legen wir hier unsere Dürrenbrot hier mal aus. Ungefähr nach 2 Minuten werden wir das einmal wenden. Ihr werdet dann gleich sehen, was wir haben möchten. So Leute, wir wenden das jetzt einmal. Und hier, wie ihr seht, haben wir richtig schöne Dürrenbrot bekommen. Jetzt braten wir auch noch mal die andere Seite für 2 Minuten. So, wir schauen jetzt die andere Seite noch mal ganz kurz an. Ja, die sieht auch super aus. Die nehmen wir raus. Und die tun wir jetzt mal auf den Teller. Und holen schon mal das nächste. So Leute, der zweite sieht auch schon mal ganz gut aus. Wir haben ganz bewusst den als ersten gewählt, damit der so richtig schön ist. Dann falten wir das hier einmal so, so wie ihr seht, und tunken das in die Soße rein. So, damit die Ränder so richtig schön mit Soße voll sind. Dann öffnen wir die Sache. Passt auf, verbrennt euch nicht. Die Soße drauf. So richtig schön viel. Jetzt haben wir die erste Schicht fertig und können rüber zur zweiten Schicht. So Leute, jetzt kommt das nächste schon wieder. Das legen wir auch mal hier wunderschön aus. Wir nehmen wieder die zweite Schicht, tunken das in die Soße rein. Uff, passt auf, verbrennt euch Leute nicht. Und somit hätten wir schon die zweite Schicht. Und Schicht für Schicht werden wir das aufbauen. Und jetzt nehmen wir den, der gerade jetzt ein bisschen kühler geworden ist, falten das, stecken das hier so richtig schön mal rein, dippen das so richtig rein und entpacken das hier. Upsala. So. So Leute, und wir werden das jetzt mal Schicht für Schicht weitermachen und ihr werdet gleich das Ergebnis sehen. So, da leer. Und wir füllen das mit dem letzten Hackfleisch, was wir haben. Damit noch ein bisschen Farbe reinkommt, tun wir hier nochmal Petersilie drauf. So Leute, wir gehen gleich auf den Balkon und probieren das für euch. So Leute, ich habe euch für den Bayram Spezial ein Lahmacun versprochen und da ist er. Wir werden es jetzt noch einmal portionieren für euch. Wir machen das gemeinsam, so wie eine Hochzeitstorte oder wie eine Geburtstagstorte für mich. So, da sieht man das? Oh Baby, das ist echt geil. Oh mein Gott. Oh, das ist so weich innen. Ich fühle das, während ich das schneide. Jetzt Leute, noch einmal von hier. Oh, das ist echt so wie eine Torte geworden, Baby. Und du magst heute nichts mehr essen? Also alles nur für mich? Was hättest du gern? So Leute, jetzt hat... Ich esse jetzt einfach von dem Teller hier. So Leute, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber ich werde es jetzt mal für euch probieren. Magst du es mal aus der Nähe zeigen? Ich nehme das jetzt mal hier so ein Stück. Ich nehme mal das kleine hier. Und ich drehe das jetzt mal so. So. Oh mein Gott, Baby. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. So Leute, ich probiere es erstmal ohne Joghurt. Leute, ich übertreibe mich, das schmeckt so geil. Das schmeckt süß, ein bisschen pfeffrig, also ein bisschen scharf.
Ich probiere es jetzt noch einmal mit Joghurt. Ich habe mir jetzt gerade ein bisschen zu viel vorgenommen. Aber diesmal werde ich es mir auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel vornehmen. Oh. Wie denkst du, ich schaffe das? Ja. So Leute, einmal ins Joghurt rein und dann... Mm. 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 Leute, mit dem Joghurt schmeckt es sogar noch besser. Ja, schnell, ich beeile mich. Ich zeige euch mal, wie es normalerweise zivilisierte Menschen essen sollten. Die werden sich dann so hier ein Stück nehmen können. So wie bei einer Lasagne. Kommst du? Nee. Oh, wie bist ein Baby hier. Oh mein Gott. Die sollten sich so ein Stück nehmen. Und dann so wie eine Torte hier portionieren. Und Baby, möchtest du ein bisschen Joghurt drauf? Auf jeden Fall. So sollte es eigentlich aussehen. Baby, möchtest du auch ein Stück? Natürlich möchte ich ein Stück. Baby, ich fütter dich mit meinen Händen, warte. So, du bekommst ordentlich. Aber du darfst abbeißen, okay? Nicht so wie ich alles rein. Okay. Oh. Oh. Oh, das sah so geil aus. Oh mein Gott. Das ist so geil. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas Geilem. Es schmeckt so... Es ist unbeschreiblich lecker. Ich kann es gar nicht... Das Fleisch schmeckt so gut. Der Teig ist so krass. Also das ist so eine krass gute Mischung. Wow. Und Leute, ich habe es heute zum ersten Mal gemacht. Und wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das auch. Jetzt bekommt der Jimbo auch was. Jimbo, hoch. Komm. Utsch, komm. Komm. Setz dich hin. Wir wissen alle, dass er das essen wird. Deswegen machen wir es kurz und knapp. Hier. Oi. Heute so Gentleman. Wegen Bayram vielleicht. Leute, und diesen Satz, ich möchte nicht, dass es kalt wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst. Bis bald. 3, 2, 1, Cut.